Herzlich willkommen zur Präsentation meiner Masterarbeit mit dem Titel eben Versuche Landschaft, Darstellung von dreidimensionalen Landschaftsverbesserungen auf die archäologische Hypothesenbildung. Den Herausforderungen oder der großen Herausforderung, die ich in meiner Masterarbeit aufgegriffen habe. Es ist eigentlich eine Herausforderung, welche ich in meinem Berufsalltag damals als eben wissenschaftliche Illustratorin beim Amt für Archäologie tagtäglich auch erlebt habe, weil durch die Digitalisierung hat sich der Beruf oder das Berufsbild eben der wissenschaftlichen Illustratorin oder eben vor allem Zeichnerin früher nicht nur in der Archäologie, aber hier auch wirklich besonders stark hat sich dieses Berufsbild natürlich verändert. Also von der Zeichnerin, die sich mit Tusche und Bleistift eigentlich darum kümmerte, Sachverhalte abzubilden und darzustellen, hat sich der Beruf nun fast schon Richtung Fachspezialistin entwickelt, im Umgang auch mit dreidimensionalen Vermessungstechniken. Oben sehen Sie immer ein bisschen, welche Darstellungskonvention, die es bereits gab, ich versucht hatte, ein bisschen zu durchbrechen. Hier ging es eben um diese vertikale Überhöhung, die sehr typisch ist. Ich versuchte hier den Archäologinnen und Archäologen die Möglichkeit zu bieten, den Datensatz eben nicht überhöht und maßstäblich anzusehen. Und ich stellte hier fest, dass mit der Platzierung eines Menschen im Gelände eindrücklich die enormen Dimensionen und Größen der gesamten Hypokette aufgezeigt werden konnte. Hier unten gibt es nochmal zwei kleine Animationen. Ich muss mal schauen, ob die jetzt funktionieren. Jawohl. Genau durch eine Kamerabewegung und ein Zoom-In bzw. Zoom-Out auf den Menschen im Gelände konnte diese in einer Animation eigentlich noch verdeutlicht werden. Also diese Dimensionen, diese enormen Dimensionen der Kette. Genau, und andererseits half es auch zu verstehen, dass es eben nicht wirklich Hügel sind, sondern eher Fladen, wie man sehen kann. Die sind ja ziemlich flach, also eben keiner ist irgendwie höher als 2 Meter. Im Schnitt sind vielleicht so 1,5 Meter, wenn das noch stimmt. Genau. Und durch das Hinzufügen hier eines potenziellen Seespiegels und im Zusammenhang mit einem Menschen gibt es natürlich nochmal wie ein weiterer Hinweis darauf, was das Ufer oder das Wasser im Zusammenhang mit einem Menschen für eine Rolle gespielt haben könnte beim Bau der Hügel. Sie sehen hier, der Mensch steht rechts hüfttief im Wasser bei einer minimalen Seespiegelhöhe. Das ist also noch interessant. Der Seespiegel hätte nicht tiefer sein können. Das ist anscheinend die tiefste Seehöhe, die es überhaupt gegeben hat für den Bodensee. Hier, das ist spannend. Hier geht es um eben quasi Schnittdarstellungen. Dieses Experiment zeigt deutlich auch den Sinn einer vertikalen Überhöhung auf, weil nur durch die Überhöhung sind in großen Datensätzen eben Anomalien und Abweichungen optisch überhaupt wahrnehmbar. Wenn man Geländeschnitte jetzt wie hier eben nicht überhöht darstellt, kann man bloß viel kürzere Streckenabschnitte darstellen, damit überhaupt noch etwas erkennbar bleibt, damit es nicht einfach eine Linie wird irgendwann. Genau, also es ist sicher sehr sinnvoll. Nichtsdestotrotz war jetzt auch diese Darstellung offenbar trotzdem erkenntnisbringend, da man so halt reale Distanzen in Bezug zu einem Menschen eben hier wirklich besser vielleicht abschätzen kann oder man die Relationen besser zueinander in Verhältnis bringen kann.
Hier habe ich zusätzlich wieder einen potenziellen Seespiegel dargestellt. Das ist wieder die minimale Seespiegelhöhe. Genau, und ja, war auch ein interessantes Experiment und sieht hier alles sehr flach aus. Hier könnte es auch technisch noch mal etwas zu Ladeverzögerungen führen. Deswegen klicke ich das gleich an. Wunderbar, während das lädt, sage ich noch etwas. Durch die Kommentare auf der Kommunikationsplattform konnte ich feststellen, dass der Seespiegel offenbar wirklich ein interessantes Thema war. Wenn wir ihn nämlich in der ganzen Hügelkette im Überblick behalten, fällt auf, dass eben bei einem minimalen Wasserstand einige Hügel an Land gewesen wären und andere eben unter Wasser und sogar mehrere Meter vom Ufer entfernt. Das bedeutet also, dass sich diese Hügel nicht alle unbedingt auf derselben Höhe befinden. Es könnte vielleicht sein, dass sie in einer chronologischen Abfolge oder so erbaut wurden und dass man sich dabei, also dass man sich über diesen Fakt besser vergewissern konnte, wollte ich den Wissenschaftlerinnen ein interaktives 3D-Modell zur Verfügung stellen, wo sie eigentlich selbst navigieren konnten darin. Ich versuche das mal kurz zu demonstrieren, wie das funktionieren sollte. Genau, wir haben hier den See, die Navigation ist ein bisschen holprig, aber wir haben Güttingen, wir haben, wenn man sich hier dreht, Kesswil. Was wir auch haben, wir haben ein Licht, das man verschieben kann. Je nachdem, wo man sich dieses Licht hin verschiebt, sieht man gewisse Dinge, Erhebungen in der Landschaft besser oder eben vielleicht mal schlechter, wenn das Licht flach ist. Kann man selber ein bisschen mit der Lichtsituation spielen. Man hat eben auch einen Seespiegel. Sie sehen hier, wenn man das so dreht, sehen Sie die Hügel. Sieht man das auf diesem Bild schon? Ja, ja. Ich muss das Licht vielleicht ein bisschen drehen. So, ist das besser? Oh nein. So, vielleicht. Hier sehen Sie die Hügel hier und hier kann man jetzt also den Seespiegel selber verstellen. Da kommen die plötzlich zum Vorschein. Und somit, ich stelle es mal auf 390 oder ja, sagen wir mal 91 Meter. Einige schauen da zum Wasser raus und ja, einige sind wie zum Beispiel hier, hier können Sie das sehen, ziemlich im Wasser drin. Genau. Gehe da wieder raus, mal schauen, ob das funktioniert, sonst muss ich da noch mal kurz starten. Ne, es scheint wunderbar zu funktionieren. Genau, der Fakt, dass eben diese Hügel hier auf einer unterschiedlichen Höhenlage liegen, war eben nicht unbedingt von Anfang an so leicht ersichtlich, weil in den ersten Darstellungen mit den Höhenfarbspektren, die gemacht wurden, relativ große vertikale Distanzen für die Farbunterschiede gewählt wurden. Ich wählte dann die Abstufungen auf kleineren und kürzeren Distanzen und somit konnte relativ gut eben dann erkannt werden, dass die Hügel aus anderen Farbuntergründen, also aus anderen Höhenlagen hervorgehen. Hier links können Sie sehen, die Hügel gehen aus dem dunkelgrünen Boden quasi hervor und auf der rechten Seite verschwinden die weißen Hügel im weißlich-hellgrünen Untergrund und zeigen somit gut auf, dass sie eben nicht auf derselben Höhe sind. Und ich experimentierte hier mit verschiedenen Farbtönen, mal völlig abstrakt, mal mehr an der Natur orientiert und versuchte herauszufinden, auch ob perspektivische Ansichten, die hier unten vielleicht einen Mehrwert bieten würden. Die farbliche Kennzeichnung der potenziellen Seespiegelhöhen, auch hier unten, zeigt wieder die unterschiedlichen Höhenlagen der Hügel gut auf. Also hier habe ich zum Beispiel zwei unterschiedliche potenzielle Seespiegelhöhen markiert. Und man sieht zum Beispiel die Hügelkette, ich habe hier Hügel 156 markiert und hier Hügel 160. Die befinden sich auf unterschiedlichen Höhen. Genau. In ihren Datensätzen entdeckten die Geologen dann regelmäßig angeordnete Steinformationen im Bereich des Thurgauer Seeufers, von denen sie ausgingen, dass sie eben keinen geologischen Ursprung besitzen.
Die Geologen erstellten dann Bilder der spezifischen Steinformation, die sie in ihren Datensätzen entdecken konnten, und wandten sich damit eben an die zuständigen Archäologinnen und Archäologen des Amts für Archäologie Thurgau, eben in dessen Zuständigkeit auch die Analyse dann fällt von solch einer Struktur. Mit Hilfe von dann Bodenanalysen und der Interpretation der vorgelegten Bilddatenmaterialien konnten dann erste Mutmaßungen und Hypothesen eigentlich formuliert werden. Die Hypokette besteht eben aus 170 Steinhaufen. Eine erste Hypothese oder Vermutung könnte sein, dass sie ungefähr 3500 vor Christus zu einem kultischen Zweck erbaut wurde. Und es könnte vielleicht sein, dass die Kette einen alten Uferverlauf markiert. Nun fragen Sie sich vielleicht, was mache ich jetzt noch als Designerin in so einem Prozess? Das ist eine gute Frage. Ich war mir eigentlich sicher, dass noch viel ungenutztes Wissenspotenzial in diesen Datensätzen steckt und wollte mit meiner Masterarbeit herausfinden, wie man dieses Wissenspotenzial eben auch am besten ans Licht bringen kann und welche Rolle jetzt eine Designerin in so einem Forschungsprozess einnehmen kann, um es, sagen wir mal, positiv zu beeinflussen oder eben um mitzuwirken, aktiv, um es mitentwickeln zu können. Wir kommen jetzt bereits zu meiner Vorgehensweise. Was habe ich wirklich gemacht, um herauszufinden, wie das ungenutzte Wissenspotenzial, welches in den Datensätzen wahrscheinlich noch liegte, ans Licht gebracht werden kann, musste ich zuerst einmal die gängigen Darstellungskonventionen in der Geologie oder wie sie Geologinnen und Geologen verwenden, analysieren. Ich versuchte ihren Ursprung, Sinn und Nutzen, aber eben auch ihr Gefahrenpotenzial hinsichtlich archäologischer Interpretation zu verstehen. Und die hier aufgelisteten Kategorien konnte ich bestimmen und auch in meiner Theoriearbeit dann analysieren. Einerseits haben wir die überhöht, also vertikal überhöht werden diese Datensätze oftmals dargestellt. Man sieht hier der Bodensee, das ist ein Ausschnitt des Bodensee. Links haben wir das Schweizer Ufer, rechts das deutsche. Das sieht aus wie Grand Canyon. Wunderbar. Der Bodensee ist tatsächlich aber viel, viel flacher. Also so sieht nicht die Realität aus. Wir haben Schnittdarstellung, das ist ein häufiges Mittel, um solche Daten darzustellen. Höhenfarbspektrum, man stellt die unterschiedlichen Höhenlagen unterschiedlich eingefärbt dar. Was höher ist, hat eine andere Farbe wie das, was tiefer liegt. Was auch so ein bisschen typisch ist, ist eine vertikale Lichtquelle, also ein flaches, relativ flaches Licht. Und natürlich, das kennen Sie alle von Landkarten, die Vogelperspektive, also diese Landkartenübersichten. Danach definierte ich dann eigentlich Kategorien, die mir für die Darstellung der effektiven und eben auch spezifischen Befundsituation der Bodenseehügel wichtig erschienen. Es waren dies eben, wie schon gesagt, Landkartendarstellungen. Größenverhältnisse und Bezüge schienen mir sehr wichtig für die Hügel. Dann eben Unterwasser- oder eben Überwassersituationen und Raumverhältnisse, Lokalisation, also wo befindet sich etwas im Raum, das ist wichtig. Und dann habe ich auch einfach noch sehr viele inspirierende Referenzen gesammelt. Wie kann man, sagen wir mal, unterschiedliche Höhenverhältnisse schön darstellen oder anders darstellen. Genau. Genau, jetzt kommt es, jetzt wird es technisch. Ich versuche das möglichst einfach zu halten. Mir war es wichtig, um einen wirklich möglichst großen gestalterischen Spielraum zu erhalten, wollte ich eben den Datensatz der Hügelkette, des Abschnitts der Hügelkette, als vertikal nicht überhöhtes 3D-Modell haben, damit ich dieses dann eben in herkömmlichen Programmen zur Darstellung von 3D-Modellen, da gibt es verschiedene Programme, die sich wirklich auf die Darstellung von solchen Modellen spezialisiert haben, und ich wollte diesen Abschnitt in so ein Programm importieren können. Und das brauchte einiges an Umwandlung und Rechenleistung. Also
Die Geologinnen und Geologen betrachten normalerweise, oder jetzt auch in diesem Fall, die Daten als eigentlich auch rohe Punktwolke, also als einzelne Punkte im Raum, in spezifischen Geoprogrammen, die damals weder mir noch den Archäologinnen und Archäologen des Amts für Archäologie zur Verfügung standen. Wir hatten die Daten eigentlich als sogenanntes Geotiff, das ist hier oben links. Damit kann man, also wir haben ein sogenanntes QGIS bei uns, das ist ein Geoinformationssystem, das uns erlaubt, die Daten von oben aus der Vogelperspektive ins Landeskoordinatensystem projiziert zu betrachten. Es ist aber eben, wie gesagt, zweidimensional, die Ansicht. Und genau, im QGIS können auch gestalterische Interventionen vorgenommen werden, wie das Verschieben einer Lichtquelle oder auch unterschiedliche Einfärbungen. Es bestand aber für uns und die Archäologinnen eigentlich nie die Möglichkeit, die Daten in ihrer Räumlichkeit wahrzunehmen. Und es sind ja tatsächlich dreidimensionale Daten. Also versuchte ich, diese Daten in einen sehr rechenaufwendigen und rechnungsleistungsintensiven Prozess in ein 3D-Modell umzuwandeln, welches ich dann eben für gestalterische Experimente nutzen konnte. Da kommt dann ein kleines Video, ich sage noch kurz was dazu. Für meine gesamte Arbeit war es mir eben wichtig, Feedback als empirische Datenquelle auch sammeln zu können. Ich wollte eben nicht nur einfach mündliche Gespräche führen, also quasi die Archäologinnen und Archäologen fragen, hey, was meint ihr dazu, sondern... Und eine weitere fungiert als Sammlung und Ablagerung meiner persönlichen Bildrecherche. Die einzelnen Bildbeiträge sind kategorisiert, kommentiert und mit einem Passwort geschützt auf der Webseite einsehbar. Dieser Teil der Webseite ist passwortgeschützt, da es sich um ein laufendes archäologisches Forschungsprojekt handelt. Zugangs- und kommunikationsberechtigt sind die involvierten Archäologinnen und Geologinnen. Blogartig befinden sich hier Beiträge mit meinen Visualisierungen zu verschiedenen Themen. Der Titel des jeweiligen Beitrags soll einen Hinweis auf den dargestellten Inhalt geben. Bei jedem Beitrag habe ich schriftlich zusammengefasst, welche gestalterischen Interventionen ich mit dem 3D-Modell aus Fächerecholodaten der Bodenseehügel vorgenommen habe und welche Dinge mir dabei aufgefallen sind. Mit einem persönlichen Login können die beteiligten Wissenschaftlerinnen die einzelnen Beiträge kommentieren und miteinander über die Bildinhalte diskutieren. Neue Fragen und Ziele bezüglich des Forschungsinhaltes können somit definiert werden. Diese Kommentarfunktion erlaubt es den Wissenschaftlerinnen, sich mit Hilfe von Bildern gegenseitig über ihren aktuellen Wissens- und Forschungsstand auf dem Laufenden zu halten. Außerdem werden Interessensschwerpunkte definiert, die wiederum ausschlaggebend für die abzubildenden Darstellungen sind und das weitere Forschungsvorhaben definieren. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video einen kleinen Einblick in meine Arbeit als Designerin in einem archäologischen Forschungsprojekt geben konnte und wünsche mir, dass ich mit meiner Arbeit andere Personen zu kreativen Prozessen im Umgang mit naturwissenschaftlichen und technischen Daten anregen kann. Hierzu möchte ich nur ganz kurz etwas sagen. Ich habe quasi eine Aktion organisiert mit der Fondation Octopus. Das ist eine Stiftung aus der Westschweiz. Das Amt für Archäologie hat bereits weitere Aktionen mit dieser Stiftung unternommen. Ich hatte während meiner Masterarbeit so einen Testversuch mit ihnen organisiert. Mir war es wichtig, oder ich wollte eigentlich ein steingerechtes 3D-Modell eines Hügels haben, weil ich glaubte, dass man dann vielleicht mehr über die Morphologie eines Hügels herausfinden konnte. Also sind es Schüttungen, ist es eine Setzung, wie stehen diese einzelnen Steine zueinander? Und sogenannte Fotogrammetrie oder Structure from Motion ist eine Art, wie man mit Fotografien, anhand von Fotografien aus unterschiedlichen Blickwinkeln dann später ein 3D-Modell rechnen kann. Und den Prozess an Land kannte ich
gut, den unter Wasser noch nicht. Der funktioniert ein bisschen anders. Und ich muss vielleicht noch sagen, Sie sehen es hier, Covid hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, sagen wir mal so. Und auch haben wir den stärksten Schneefall seit Jahrzehnten gehabt an diesem Tag. Also sehr, sehr schwierige Bedingungen für eine Aufnahme, aber ich kann mit gewissem Stolz sagen, wir haben es dann trotzdem durchgezogen und irgendwie geschafft, die Hügel zu vermessen. Ich muss aber sagen, wir konnten nicht erfolgreich ein 3D-Modell berechnen, weil wir dann wirklich vor Ort auch feststellen mussten, dass alle diese Hügel mit einem meterhohen Algenbewuchs überwuchert sind. Und Sie müssen sich vorstellen, diese Algen bewegen sich die ganze Zeit leicht im Wasser und das Programm kommt nicht mehr zurecht, das orientiert sich an immer gleichen Bildpunkten in den unterschiedlichen Bildern. Und wenn sich etwas bewegt, kann es keine gleichen Punkte mehr finden und war somit nicht es war nicht möglich, ein 3D-Modell zu berechnen. Jetzt war das Amt für Archäologie aber erfolgreicher, aber dazu möchte ich nichts sagen, ich kann nichts sagen, war ich leider nicht dabei. Was ich hier noch kurz sagen möchte, wie ich schon bereits erwähnt habe, unter Wasser ist dieser Vorgang der Aufnahme der Fotografien für so ein 3D-Modell wirklich unglaublich schwierig und viel komplexer als an Land. Also 3 Taucher müssen sehr genau aufeinander abgestimmt sein und sehr genau wissen, was sie da tun unter Wasser. Das muss alles nach strikten Regeln erfolgen. Und oben links können Sie die Skizze erkennen, die der Stiftungsleiter uns gemacht hat, um diesen Vorgang aufzuzeigen. Sehr komplex. Ja, das weist einfach darauf hin, wie schwierig es ist. Deswegen habe ich zusammen mit ihm dann, mit dem Stiftungsleiter, das ist er, habe ich eine Infografik erstellt, die ihm dann auch später helfen sollte, diesen Prozess anderen Leuten beizubringen und besser verständlich zu machen. Das war auch so ein Teil. Genau, jetzt kommen wir eigentlich schon zum Schluss. Mir war es dann am Schluss meiner Masterarbeit eigentlich wichtig, meine Designinterventionen und die resultierenden vielleicht auch Erkenntnisse eben genau zu analysieren. Ich wollte auch irgendwie die Rolle eben von mir oder einer Designerin in einem Forschungsprojekt verdeutlichen und auch einem Laienpublikum zugänglich machen. Denn ich glaube eigentlich nur so ist es eben möglich, den Beruf der wissenschaftlichen Illustratorin zu verändern oder eben vor allem auch zu bewahren. Also aufzuzeigen, was wir heute leisten können in einem Forschungsprozess. Und diese Infografik sollte eigentlich genau diesen Zweck erfüllen. Und damals gab es, als ich meine Masterarbeit präsentieren musste, eine Online-Ausstellung. Dort konnte man auch interaktiv hier rumfahren und reinzoomen, dass man auch diese kleinen Textboxen lesen konnte. Ich weiß, kann man nicht lesen, das ist auch nicht so wichtig jetzt. Was vielleicht wichtig ist, hier auf der linken Seite habe ich quasi den Forschungsprozess dargestellt, wie er war ohne meine Intervention. Hier, was passiert mit der Anwendung von sogenannten Design Thinking Methoden oder eben Designmethoden. Hier etwas zum interdisziplinären Austausch, auch mit Originalzitaten aus der Kommunikationsplattform und hier dann eigentlich die Analyse und Synthese, was hat das Ganze schlussendlich gebracht und hat es die Forschung etwas weitergebracht.